Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ostern steht vor der Tür und ich habe euch heute 2 Vorspeisen mitgebracht. Tada! Grüne Bohnen und Fenchel zu Ostern. Wie das geht und wie hübsch das aussieht, das seht ihr jetzt. Die erste Vorspeise. Grüne Bohnen mit Mandelghee und mit Zitronenzeste. Dafür benötigen wir ungefähr 500 Gramm Prinzessinnenbohnen oder auch Buschbohnen. Dann benötigen wir eine Bio-Zitrone. Wir benötigen 3 Esslöffel voll Ghee und ungefähr 2 Esslöffel voll Mandeln. Die Gewürze, die sind auch sehr überschaubar. Wir benötigen ungefähr einen halben Teelöffel voll Steinsalz und einen halben Teelöffel voll weißem Pfeffer. Die grünen Bohnen habe ich in diesem Fall einfach schon mal vorgegart. Wenn ihr mit den grünen Bohnen arbeitet, einfach die Enden abschneiden und dann ungefähr bei 6 bis 8 Minuten in Salzwasser vor sich hingaren lassen. Und dann geht's weiter. Und auch eine ganz wichtige Information ist, manche Menschen vertragen Bohnen recht schlecht. Was dies ausgleicht, ist in diesem Fall Ghee. Denn Ghee macht die Nahrung bzw. hier auch in diesem Fall die Bohnen einfach leichter verdaulich. Und dann schnappen wir uns ein Holzbrett und kümmern uns um unsere Mandeln. Die werden nämlich jetzt schön klein gehackt. Wichtig ist, dass wir die Mandeln natürlich auch nicht zu klein hacken, sondern dass wir hier schon noch etwas Kaubares haben. So, die Mandeln sind gehackt und wir kommen nun zum Ghee, dem goldenen Elixier in der ayurvedischen Küche. Und dieses Ghee geben wir jetzt in die Pfanne. Dann gebe ich jetzt in das Ghee die Mandeln und röste die Mandeln tatsächlich nur ein bisschen an. Also die dürfen gerne ein bisschen Farbe bekommen, aber auch nicht zu viel. Dann reduziere ich hier nochmal die Hitze. Und dann können wir tatsächlich auch schon die Gewürze dazu geben. Dann haben jetzt die grünen Bohnen ihren Auftritt. Und in dieses wunderbare, wohlduftende Mandelbad gesellen sich jetzt unsere grünen Bohnen. Und dann können wir auch schon anrichten. Ihr seht, dieses Gericht geht wirklich ganz, ganz schnell und ist somit auch sehr dankbar, gerade wenn man mehrere Gerichte gleichzeitig vorbereiten muss. Ich finde ja auch schon dieses wunderbare Grün der Bohnen, sieht einfach appetitlich aus. Und nun folgt ein weiterer Farbklecks, nämlich die Zitronenzeste. Voilà! Fertig. Man sagt in der ayurvedischen Küche, wenn die Textur und auch die Feuchtigkeit eines Gerichts stimmen, dann erst kann die Verdauung so richtig gut arbeiten. Deswegen heißt es im Ayurvedischen immer, ein Essen sollte kaubar, lutschbar, trinkbar und essbar sein. Und jetzt werde ich das Essbare richtig in die Tat umsetzen. Also los geht's. Nochmal mundgerecht. Das ist so ein erfrischendes Essen. Und es ist kühlend, es ist erdend, es ist wärmend, es ist knackig, es ist fruchtig, es ist wirklich ein Genuss für alle Sinne. Ich hoffe, dass ihr diese Vorspeise nachmacht und diesmal sage ich nicht bis zum nächsten Mal, denn jetzt esse ich noch gerade ein bisschen und dann zeige ich euch, wie die nächste Vorspeise geht. Und nun kommen wir zu unserer zweiten Vorspeise. Ein ganz besonderes Carpaccio wartet hier auf uns und ein bisschen kann man schon erahnen, worum es geht. Aber was genau wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unser heutiges Carpaccio benötigen wir einen Fenchel, eine Orange, eine Handvoll Pistazien und etwas Salz und Pfeffer und nicht zu vergessen etwas Olivenöl. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr diesen Fenchel, also nicht diesen, sondern euren Fenchel, von der Spitze zum Strunk längs schneidet. Dadurch bleiben die Fasern enthalten
Der Fenchel wird saftiger und auch zarter und wir haben weniger Bitterstoffe dadurch. Dann trennen wir hier erstmal den Strunk ab und auch hier die Spitze des Fenchels. Die zarten Fenchelblätter, die heben wir natürlich auf. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir den Fenchel in ganz dünne Scheiben schneiden. Wirklich ganz dünn. Und zur Orange gibt es natürlich auch noch einen kleinen Tipp von mir. Wenn ihr Orangen filetiert, achtet doch bitte darauf, dass es entweder eine Blutorange oder eine Nabelorange ist. Die haben nämlich zum einen eine festere Textur und damit eben weniger Saftverlust. Und außerdem ist die Optik dann beim Filetieren auch unheimlich schön. Und auch beim Messer ist es wichtig, dass das kein Brotmesser ist, sondern wirklich ein scharfes Messer ist, mit dem ihr durch die Orange gleitet. Also auf gar keinen Fall feste drücken, sondern einfach ganz geschmeidig durch die Orange gleiten lassen. Und jetzt ist es wichtig, ich habe mir jetzt mal noch ein größeres Messer genommen, dass ihr wirklich hauchdünn die Orangenfilets hinunterschneidet. Da seht ihr auch schon, wie zart die aussehen. Fast durchsichtig. Wenn ihr mit dem Schneiden der Orange fertig seid, gebt sie erstmal auf einen Teller und vor allem mitsamt ihres Safts. Denn den brauchen wir dann noch. Im nächsten Schritt hacken wir noch schnell unsere Pistazien. Ich habe euch ja versprochen, dass das tatsächlich zwei ganz schnell umzusetzende Vorspeisen sind. Und dann können wir die Pistazien auch schon anrösten. Wir rösten unsere Pistazien ohne Öl, damit wir nicht das feine Aroma überdecken und damit sie auch nicht schwerer anmuten. Und sobald wir diesen wunderbaren, herrlichen Pistazienduft in der Nase haben und sie ein leichtes bisschen Bräune angenommen haben, können wir sie auch schon wieder weiterverwenden. Die Nüsse sind jetzt fertig, die Pistazien. Jetzt geben wir sie zur Seite und dann können wir schon mal anrichten. Wie ihr anrichtet, das bleibt natürlich euch selbst überlassen. Ich persönlich mag es immer ganz gerne, wenn man immer eine kleine Scheibe Fenchel nimmt, dann wieder Orange, dann wieder Fenchel und dann wieder Orange. Ihr könnt aber natürlich auch den Fenchel als kleines Beet dekorieren und obendrauf die Orangenscheiben geben, also wie ihr mögt. Dann zupfe ich mir hier noch ein bisschen was von den Fenchelblättern ab. Und ihr seht schon, das sieht richtig frühlingshaft aus. Und jetzt zum Schluss geben wir natürlich noch unsere warmen Pistazienkerne drüber. Ah, das ist einfach herrlich. Und dann nicht zu vergessen der Orangensaft. Und unser Olivenöl, unser köstliches. Und natürlich noch eine Prise Salz und Pfeffer. Jetzt geht's ans Probieren. Ich bin wirklich sehr gespannt. So, das wird jetzt erstmal eine Kunst sein, hier im Stehen den Salat auf die Gabel zu bringen, aber ich bleibe dran. Ihr hört schon, also der Fenchel mit dieser saftigen Orange, diesem feinen Olivenöl und mit den gerösteten Pistazienkernen ist wirklich überraschend köstlich. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso gut wie mir. Ich wünsche das euch. Bis zum nächsten Mal, eure Mangel und natürlich schöne Ostern.